Willkommen zurück bei Elysium und heute spielen wir einfach weiter. Ja, ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Das kennt man ja schon von mir. Heute wollten wir einfach mal gucken, dass wir die Taschenlampe kriegen. Und mit der Taschenlampe werden wir dann, ich finde das Wettpissen immer noch sehr witzig, hier beleuchten. Also ja, also ich fange einfach mal an. Ich meine, ne? Man kann ja hier nicht viel falsch machen. Man kann Dinge interessant machen, aber nicht falsch. Oh, ich habe einen Gedanken. Kein zurechnungsfähiger Mensch würde seinen Kopf in eine solche Maschine stecken. Was für eine Maschine? Moment, dem muss ich jetzt mal auf den Grund gehen. Ich meine, hier sind Sportgeräte. Die eingetretene Tür. Ja, keine Ahnung. Ich meine, meine Gedanken sind unergründlich. Und ich glaube, ja, das sagt schon alles. Wobei, Moment, bevor wir eine Taschenlampe holen, könnten wir natürlich auch endlich uns mal die Leiche ansehen. Ich glaube, da ist nichts gegen einzuwenden, weil ich bin dem jetzt schon sehr lange aus dem Weg gegangen. Die Frage ist nur, wo? Erstmal gucken wir uns noch ein paar Sachen an. Richtung Kreisverkehr Nord. Sehr schön. Richtung Cape Side Apartments. Bootsanleger von Martinez. Okay. Schön. Was haben wir hier? In der Anzeige steht Fenster kaputt. Tipps schafft Abhilfe. Okay. Hättest du eine Tüte in der Hand, könntest du diese Flaschen vielleicht einsammeln und verkaufen. Tja. Haben wir leider nicht. Aber wir können hier durchs Fenster gucken, sehe ich gerade. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob to zoom in if necessary. Ich habe 40 Centim. Ich könnte es mir also leisten, durch das Fernrohr zu gucken. Ja. Mal sehen, was wir sehen. This coin-operated ich habe viewer is auswählen auf facing Ende south. gedrückt. War ein The bisschen doof. instruction manual. Your money disappears into the coin slot. A clunk. The ring of metal. Du ziehst am Griff und siehst hinein. The curtains on the display open. You lean in to catch the view. It's blurry. Different blues and greens. In the middle of the shimmer stands a drab grey shape, like a ghost. Du drehst am Knopf, um das Bild schärfer zu stellen. The lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. In the ruins, a man-made structure is visible. A half-sunken sea fort. Its concrete almost reconquered by nature. Cool. Lost Place. It looks as if it was abandoned quite some time ago. Nothing but a rotten tooth remains of the anti-aircraft tower. A lonely birch tree grows out of it. Its leaves ripped from it by the winter wind. Lass dich nicht unterkriegen, Kleine. Das sind die Ruinen irgendeines Gebäudes. Ah, das klingt poetisch. The little brave birch tree seems to wave back in the wind. Aber schön. Nehmen wir das zweite auch noch. Really? I don't have the eyesight to make it out. Der Lieutenant nimmt seine Brille und putzt die Gläser. Alright. Schön. Das war eine sehr angenehme Erfahrung. So. Das Pinguin? Ein einsamer Kormoran blickt aufs Meer. Bei deiner Annäherung bleibt er völlig unberührt. Kormoran. Ich meine, es sieht aus wie ein Pinguin, aber vielleicht ist es auch ein anderer Vogel. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, deswegen überlasse ich das den Experten, die Ahnung von Vögeln haben. Ein Boot. Der Rumpf dieses Bootes strahlt, als sei er vor kurzem gestrichen worden.
Vielleicht ist das ja auch so. Ich glaube... Ja, da ist die Leiche. Aber ich bin auf der falschen Seite. Aber ich kann hier mit dem Jungen reden. Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my sleep? Okay, ist ein Mädchen. Ich korrigiere mich. Pigs come to take me out? Trying to snuff me out? Nein, wie kommst du überhaupt auf sowas? Pennst du etwa jetzt gerade? Tut mir leid, dass ich mich an dich herangeschlichen habe. Ende. Nein, wie kommst du überhaupt Then auf why are you sowas? sneaking up on me like that? It's not a good idea to scare me, pig. Not a good idea at all. Ist was dran, muss man schon sagen. Ist das ein Seil? Ein Gartenschlauch, mit dem ist nichts anzufangen, bis der Schnee schmilzt. Ach, das ist What's that Schnee. noise down there? Ich dachte, das ist einfach nur Dreck. Like for real. Stühle und Tische an den Regen und Verfall ihre Spuren hinterlassen haben. Okay. Hier noch? Oh, da ist auch noch was. Ah, Stuff. Nehme natürlich mit. Ein Heilgegenstand. Dann kann ich mich ja gleich mal ein bisschen heilen. Jawohl. Weil es doch in den kritischen Bereich ging mit der Hälfte runter. Diese Fässer sind halb voll mit Regenwasser. Wer sagt, dass sie nicht halb leer sind? Jemand versucht in diesem Gewächshaus Kräuter anzubauen. Sehr schön. Viel Spaß dabei. Es ist bloß eine geschlossene Tür, aber du betrachtest sie misstrauisch. Man kann ja nie wissen. Komme ich an das da oben auch ran? Sieht nicht so aus. Zumindest nicht von hier. Ne, leider nicht. Also ich kann jetzt da durchgehen. Machen wir einfach mal. Falls offen ist. Ne, abgeschlossen. Alles klar. Gucken wir mal hier. Hier ist nichts. Okay. Was haben wir hier noch? Ein Balkon mit Blick auf den Hinterhof und auf den Lynchmord. Der Raucher dort oben könnte ein Zeuge sein. Sprich mit ihm. Ja, machen wir. Gucken wir mal reinkommen. Yeah, what's There that must noise be down another there? way into the building. Ja, Mensch. Geht's hier durch? Nee. Vielleicht von der anderen Seite. So, mal gucken gleich. Hier kommt man auch nicht durch. Ja, dann, was ist das? This is a wall on the side of an apartment building. Konzeptbildung. Unmöglich. Warum starre ich diese Wand? Ich mach's trotzdem. Ich find's witzig. You have no clue. It's just a wall. It's just a wall. So many walls all over Martinaise. Weather-worn, cracked, their paint peeling. Ja. So sieht's aus mit den Wänden. Ja, ich habe gesagt, ich gehe da jetzt rein, aber ich gucke mir hier noch die Sachen an. Rue de Saint-Gisley, Kreisverkehr Nord. Capeside Apartments. Dieser Mix von Englisch und Französisch, das ist auch sehr interessant. Hey, up here, Da oben ist eine junge Frau. Hat sie die Farbe verschüttet? Das könnte auch was anderes sein. Drinnen siehst du ein zerlegtes Motorrad samt Werkzeug. Sehr schön. Was haben wir hier? Eine verschlossene Tür oder ähnliches. Anscheinend standen hier weitere Bauten, damals vor Jahrzehnten. Anleger für Anwohner der Rue de Saint-Gisley, 33a. Keine Ahnung, Zahlen auf Französisch, das ist zu lange her. Dein Zimmer im Building ist nicht viel größer als diese Chaluppe. Sehr gut. Schatten auf dem Wasser, grüne Pflanzen unter der ruhigen Oberfläche. Ja. Meerespflanzen, Wasserpflanzen, Algen, was es nicht alles gibt. Mit dir kann ich rein. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat.
Good morning, officers. I'm Joyce. Sie streckt zur Begrüßung die Hand aus. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Sie tritt näher heran und streckt euch über die Reling die Hand entgegen. Joyce L. Wofür steht das? L. BMR, was war das noch gleich? Meine Erinnerung ist etwas diffus. Was hat uns verraten? Du schüttelst ihr die Hand, du schüttelst ihr nicht die Hand. Ich frag nach dem L. Beaton, my maiden name. Oh, ihre knochige Hand baumelt aus dem Ärmel ihres übergroßen Regenmantels. I meant you, the Revachol Citizens Militia, the police. Was hat uns verraten? Nothing, honestly. I've said it to every drunk in town, and you're the first one who's responded. So kann man's auch machen. What is implied here? That you're a drunk? Ich bin kein Trunkenbold, ich bin Polizist. Of course you're not. It was only a joke. Ja, ist okay. Ich schüttle ihr mal die I'm Hand. glad to see you here. Ihr Händedruck ist fest und kalt. Sie wirkt erleichtert. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. Good. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. Very unusual. There's a trace of irony in his voice. Mischief, even. The lieutenant is hatching some scheme. How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines group. It's hard to get a read on her precise disposition, but she appears helpful. Sie sind an Bord eines Bootes. Das ist einfach so stating the obvious. Ja. Erzählen Sie mir von Wild Pines. Womit verdienen Sie Ihr Geld? Was können Sie mir über diesen Streik erzählen? Was können Sie mir über diesen Lynchmord erzählen? Sie sehen reich aus. Können Sie mir etwas Geld geben? Okay. Stating the obvious. Why, yes I am. Sie blickt auf das Deck unter ihren Füßen. Über ihrem Kopf flattern grün-weiße Segel. Man sieht nicht viele Leute auf Booten, oder? Of course there are. Gut. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Moment, wir befinden uns auf einem Archipel? Wie auch immer man das auf Deutsch ausspricht. Du blickst dich. Yes, we are. We are on Le Caillou. Wie dem auch sei, ich habe hier sonst niemand mit einem Boot herumsegeln sehen. Verstehe. Kommen wir noch einmal auf ihr Boot zurück. She nods attentively. Okay. Hat es einen Namen? The boat? No. It is called Cordelati 19 because that's the type of sloop it is. Sie hat 19 gesagt. Wieso steht da 15? Ist das eine Missübersetzung oder einfach nur Lost in Translation? Ja. The word it feels strange. Such a beautiful boat deserves a proper name. Stimmt, ein Boot ist eigentlich immer eine Sie. Ich weiß zwar nicht, wo das herkommt, aber das habe ich auch schon mal gekriegt. A breeze ripples through the sails and tugs at your hair. Below, the sleek, fish-like shape of the hull parts the water. Beneath that, a resounding darkness. You're reminded of something. Or someone. Cool, aber ihr Boot braucht wirklich einen Namen. Okay. How about Cordelati 19? Why? Sie klopft gegen die Seite des Bootes und lockt ihnen damit ein hohles Geräusch. Because it was manufactured in Revachol East by a company called Cordelati, and its hull is 19 paces long. Ah, deswegen 15, okay. Wie wäre es mit schnittiger Fisch? Wie wäre es mit Eximant? Wie wäre es mit Dolores? Jakob. Why Dolores? Keine Ahnung, es ist irgendwie schön. Well, it means nothing to me. I think I'll stick with the factory name. But thank you for the suggestion. So gut. Okay, schließen wir das Thema My ab. sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. I'm enjoying this part of the interview.
It has so little to do with the murder we're investigating. Kim ist so cool. I really do, the lieutenant thinks. Is she thrown off yet? He's looking at the woman, assessing her. Okay. Ja, komm, das fragen wir auch noch. Haben Sie einen Führerschein für dieses Boot? Officer, I assure you I'm a highly qualified pleasure craft operator. The crowns of her teeth are porcelain, white as the boat's hull as she smiles. Also weiß es der Rumpf jetzt auch nicht, oder? Qualified pleasure craft operator. So charming. Where's the damn license? Könnten Sie mir bitte Ihren Führerschein zeigen? Nee, komm, ist okay. Wir schließen das Why mal wouldn't auf. it be? This is Revachol, Wayfair Act and all. Anyone can drive a boat. Ich glaube, ich weiß jetzt über das Boot Bescheid. Good. Sie nimmt einen kleinen Schluck aus ihrem Thermobecher. Okay, erzählen Sie mir von Wild Pines. What we do. I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. Okay, womit verdient das Unternehmen sein Geld? The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. Wie viel Geld hat Wild Pines? I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but Schade. I can tell you that last year the company booked more than 20 billion real in revenue. Klingt doch nach einer Menge, oder? A billion? Was genau ist eine Milliarde? Wow. Mehr nicht? Ich dachte, Wild Pines sei ein Schwergewicht. Mit solchen Zahlen kann ich gar nichts anfangen. Meine Beschulden laufen sich auf so viel weniger. Wow. 20 billion is a large number, but the conglomerate employs 72,000 people. Oh, that's They viel. all need to be paid. Then there are capital improvements, interest payments. Eine Welle trifft die Schaluppe und sie hält sich am Hauptstück fest, um das Gleichgewicht nicht zu A verlieren. conglomerate the size of the Wild Pines is like a shark. If it stops moving, it will die. Then what becomes of those 72,000 families? It's a tremendous responsibility. Okay, reden wir über was She anderes. nods. Was können Sie mir über diesen Streik erzählen? Everything. Right up to, but not including, trade secrets. Augenblick, was ist, wenn ich etwas über Geschäftsgeheimnisse hören möchte? First, you'd have to repeal the Emergencies Act of Trade and Aliments. That gives me the right to silence. It's quite the octopus. Ein krakenhaftes Ungetüm, das töte ich. Good luck is only kept in place by the vested interests of half the civilized world, including your own. What the ma'am means is that the Emergencies Act and the RCM both get their authority from the coalition government. Ja, das ist mir dann auch bewusst geworden. But I am derailing us. You wanted to know about the strike. Ja. Was genau ist Ihre Rolle in dieser Angelegenheit? I believe the official title is Senior Labour Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. Okay. And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter-20 racist behemoth blocking the gates. What? Erzählen Sie uns mehr über dieses What can Ungetüm. I say? The union employs a giant covered in tattoos. A racist giant. I guess that's part of their big tent organization now. Okay. Wie liefen die Gespräche vor dem Lynchmord? Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. But the strike began in December. Wirft einen Blick in seine Notizen. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss.
Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. This isn't the first time the union has gone on strike. Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. Was gibt's hier noch? Was ist aus diesem Gaumont geworden? Was fordert die Gewerkschaft? Erzählen Sie mir von diesem Gewerkschaftsboss, von Herrn Clare. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Wechseln wir das Thema. Was fordert die Gewerkschaft? There are leaflets everywhere, and banners. What did they say again? Oh yes. Every worker, a member of the board. Gefällt mir. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Extrem aggressives Kommi-Getue. Klingt, als hätte die Gewerkschaft keine Ahnung von geschäftlichen Dingen. Vergessen Sie es. Ich wollte noch andere Fragen zum Streik stellen. Gefällt mir. Then you might also like their other slogan. Demand democracy. Oh ja, das ist eine schöne Parole. Personally, I don't think it has the same pizzazzo as every worker, a member of the board. Aber was genau ist damit gemeint? Was wird gefordert? It's quite simple, you see. Every time the Wild Pines group makes a decision about what? About anything really, it needs the signature of each of the 2,200 workers in its Martinez terminal. Das ist eine Menge. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. Das ist zugegebenermaßen ziemlich witzig. Die Arbeiter können keine Könige sein. Der König ist König. Der König ist tot. Lang leben die Arbeiter. That may well be. It's not up to me to decide who is king, but as negotiations go, it's not a swell start. Okay. Mir ist übrigens was aufgefallen, schon beim letzten Mal spielen, dass die Uhrzeit in Realtime geht. Also, es ist zwar da 11 Uhr und bei mir ist es schon viel später, weil es ist Abend, aber die Minuten vergehen in ganz normaler Realzeit und das finde ich super interessant gemacht. Gefällt mir recht gut. Also, man kann entweder in kurzer Zeit anscheinend viel schaffen oder man lässt sich halt Zeit. Ne? Aber gut, das nur am Rande. Was werden sie jetzt tun? I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position, a hard-nosed tactic with a side of mockery. But there's been no follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. And now, people are getting lynched, I hear. Behind the whirling in rags. A disastrous situation if there ever was one. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? I first heard it from the bowyer at the gates. The one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, "Call me mañana." Okay. This checks out. Okay. Was ist aus diesem Gaumont geworden? Mr. Clare told him to... How did he put it? Sie pausiert, um sich zu sammeln. Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Na gut. Cool. Nicht cool. Nicht cool. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. Sounds like usual aggressive posturing. Okay. Reden wir noch über Herrn Clare. Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of the workers first. Wirklich? Of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. Oha. Du sagst nichts. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Moment, es gibt zwei davon. Yes, Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does.
And when one's term as foreman is up, the other takes over. Oh mein Gott. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. Was ist denn mit der Gewerkschaft an sich? Die besteht doch nicht bloß aus den Claire-Brüdern. Kommen wir zum Streik zurück. Na, fragen wir mal. The Débardeurs Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been easy to establish under the Emergency Act, but they did it. I can respect that. Organised labour at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and transformed it into a... how do you say? Sie zögert und sucht nach dem richtigen Ausdruck. Sorry, ich habe gerade die Anführungszeichen nicht gesehen. A mob. The Débardeurs are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Oh je. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions have only emboldened Everard and his brother. Sie wendet sich an dich. And your opinion, detective, if I may ask? I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Débardeurs Union is... Ich halte sie für eine erfolgreiche Fürsprecherin der Rechte der örtlichen Arbeiter. Ich halte sie für einen riesigen Blutegel, der Revachol das Leben aussaugt. Im Grunde halte ich sie für eine sozialistische Mafiabande. Ich ziehe es vor, zu diesen Dingen keine Meinung zu haben. Damit kann man doch gar nicht verkehrt sein. Of course, officer. Ja, noch etwas. Sie haben gesagt, bei den Wahlen sei etwas passiert. I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman of the union. She disappeared. Oh, jetzt wird's interessant. Disappeared? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore. Or coming to work. Ever. End of story. Unheimlich. Downright haunting, if you ask me. The Wild Pines suspected foul play, but what could they do? It was a union matter. The point of the presentation is, these kinds of things happen around the Clares. Watch out when you're dealing with him. Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. Okay. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Wechseln wir das Thema. Of course. How else can I help? Sie sehen reich aus. Können Sie mir etwas Geld geben? Gucken wir mal, was sie über den Mord noch weiß. Quite a few things, I'm afraid. Sie verstummt kurz und denkt über etwas nach. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Geheimauftrag abgeschlossen. So sieht's Of aus. course, ma'am. We should have introduced ourselves. I am Das Lieutenant ist richtig. Kitsuragi from Precinct 57. And this is my colleague from Precinct 41. Er wartet darauf, dass du deinen Ausweis zeigst. Mein Ausweis, ja, natürlich. Mein Ausweis, den ich bei mir habe. Ehrlich gesagt scheine ich meinen Ausweis nicht dabei zu haben. Nehmen wir das erste. He looks at you expectantly. Then it dawns on him. Okay, ehrlich gesagt habe ich ihn nicht How dabei. curious. Why is that, detective? Awkwardness washes over the conversation. The woman doesn't like this turn of events. Erinnern Sie sich noch, wie mein Partner Ihnen erzählt hat, bei mir sei vor kurzem ein ungewöhnliches medizinisches Problem aufgetreten? Der Verlust meines Ausweises steht in Zusammenhang damit. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Durchaus möglich. Nach einer von extremem Alkoholkonsum geprägten Nacht hatte ich keinerlei Erinnerung an mein Leben oder die Beschaffenheit der Welt mehr. Oh Gott. Vielleicht habe ich ihn auch gegessen. Ich weiß nichts mehr, weder über diese Welt noch über diese Stadt. Nichts. Ja. Wir bleiben mal auf der Schiene. I can't hear you, darling. Speak up, please. Oh Mann. Dann nehme ich halt das zweite. Oh dear. Some kind of encephalopathic amnesia. I don't even know how to respond. Was für eine Amnesie? Enzephalopathisch? Das habe ich noch nie gehört. I do believe you, naive as that may sound. I simply can't imagine what you gain by
faking such a condition. Right. As I said, ma'am, his technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. Na super. Hang on. She's a professional negotiator. She should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. Okay. Was für eine Vereinbarung wäre das? Was kann ich Ihnen für einen Handel anbieten? 72%, das ist gut. Dann treibe ich ihn irgendwie auf und halten wir uns etwas anderes. Versuchen wir das mal. She's a negotiator. Just float a favor at her. Insinuate. Wir können Ihnen unsere Fähigkeiten als Gesetzeshüter doch bestimmt auch auf andere Weise unter Beweis stellen. I will be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something very tangible. You're in, but expect her to drive a hard bargain. Zum Beispiel. Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez. The Union controls the terminal, so it goes to reason. They're profiting from this trade. Ja. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with your authority and resources might turn over the right stones. Or you can recover your badge. Though if I may be blunt with you, it sounds like that may be a lost cause. Baby, hat sie recht. Detective, a word in private before we continue. Entschuldigen Sie uns bitte einen Augenblick. Okay, was willst du von mir? Ja, ich spreche erstmal. This is not going quite as I hoped it would, Detective. Die Stimme des Lieutenants ist gedämpft. Auf welchen Gesprächsverlauf hatten Sie denn gehofft? Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance and, not volunteer us to be her henchman. Oh, wir sind also jetzt Handlanger. Im Ernst? Und ich dachte, hier wäre alles erste Sahne. Okay, nehmen wir es erst. This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. So sieht's aus, ne? He doesn't let it show, but there is a limit to how much the consequences of your unprofessional behavior can cost the investigation. Es tut mir leid, dass ich uns in diese Lage gebracht habe. Das werde ich schon wieder zurechtbiegen. Was schlagen Sie vor, dass wir diesem Drogenschmuggel nicht nachgehen? Wir könnten auch einfach, naja, meinen Ausweis finden. Dann reden wir weiter mit ihr. Okay, was schlagen Sie vor? No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union, or that we are on their take. We'd never hear the end of it. What I propose is, we ask her, then we investigate, briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done and demand for her information on the lynching. Klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, ich nehme mal noch das mit dem Ausweis. Oh, that would be fantastic, but do we have the time? The world is large and your badge is 8 by 6 centimeters. Dieser trockene Humor einfach. Das ist einfach herrlich. You could request a new one from your station, but that would literally take months. Okay, dann können wir uns auch noch bei ihm entschuldigen. It would not hurt if you tried more in the future, yes. Danke. Okay, dann reden wir weiter mit ihm. Gut, was haben wir denn hier für neue Sachen? Kleidung. So. Orange Pennermütze. Cool. Reaktionsvermögen 1, Rhetorik -1. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Lieber wieder absetzen. Mein Reaktionsvermögen, okay, ist eine Sache, aber dann muss es ja nicht. Ne? Wir brauchen kein Pennerhirn. Okay. Joyces Information zum Lynchmord. Genau. Karte haben wir immer noch nicht. Wir brauchen immer noch eine Karte. Finden wir auch noch.
Ich hatte jetzt schon seit, keine Ahnung wie lange vor, zu dem Opfer zu gehen. Aber hier gibt es noch was zum Angucken. Oh, ups. Ah, was drin mit mir? Ein Heilgegenstand. Perfekt. Look at me when I'm talking to you. Ja, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. A sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment building. It's locked. Du klopfst. The door rattles against your knuckles, but there's no response. Und nochmal. The door rattles again, but this time you hear an elderly woman's voice calling out from inside. Stop banging on the door. I'm not letting any more strangers inside. Hier ist die Polizei. Öffnen Sie die Tür. Ha! The police? Everyone knows the police don't come round here. Hier schrilles Lachen halt durch den Gang. Bitte lassen Sie mich rein. Es ist kalt hier draußen. No. I already told you. I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Das ist aber schlecht. Go check the backyard door. Maybe someone there will. Sie verstummt und vollendet ihren Satz nicht. Kim, sagen Sie ihr, dass wir echte Polizisten sind. Madame, I assure you, we are real police officers. Wiederholt der Lieutenant pflichtbewusst. There is no reply. Just faint sweeping sounds inside. Okay, du klopfst dann auf. The door rattles again, but this time you hear an elderly woman's voice calling. Stop banging on the door. I'm not letting any more strangers inside. Okay, dann kann ich ja noch fragen, mit wem ich da Doesn't spreche. matter who I am. Now go on, get out of here. Hier ist die Polizei. Ha! The police? Everyone knows the police don't come round here. Aber mir ist es ernst. No. I already told you. Go Na check the gut. backyard door. Maybe. Na gut, na gut, na gut. Die will uns nicht reinlassen. Dann müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Aber erstmal gucke ich, wie ich in diesen Hinterhof komme. Oh, ist das auch ein Fernrohr? Dieses Münzfernrohr ist beschädigt und funktioniert nicht mehr. Zu schade. Hier sieht's gut aus. Ja, hier wollten wir doch hin. Es riecht nach verdorbenem Fleisch und saurer Milch. Ein Mensch verwest. Makaber. Was haben wir hier? Den Buchstaben R ziert eine Krone. Auf dem Spruchband darunter steht A light above descending. Okay. Das hier kann man öffnen. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. Warum schaue ich dich an, Müllcontainer? Du bist bloß ein Müllcontainer. Well, it is a container. Maybe you're prioritizing it. Lieutenant, was könnte Ihrer Meinung nach da drin sein? Trash, food waste from the cafeteria. They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. Ja, ich spüre, dass da etwas drin ist. Klingt nach einer begründeten Annahme. Dann sollten wir ihn sofort öffnen. Ich nehme mal das erste. What do you mean, Viel? Es ist eine übersinnliche Wahrnehmung. Was auch immer da drin sein mag, hat eine besondere Bedeutung. Es ist nur so ein Gefühl. Vielleicht hat jemand was da reingeworfen. Vergessen Sie es. Ja. Übersinnliche Wahrnehmung. I agree. We should get someone from the remote viewers division here. Was ist die Abteilung Fernwahrnehmung? Sie brauchen nicht gleich sarkastisch zu werden. Der Container verursacht einfach ein starkes Gefühl in mir, mehr nicht. Vielleicht hat es nichts mit dem Fall zu tun, aber trotzdem. Fragen wir mal nach der Abteilung. All the detectives from all the precincts who experience extrasensory perception go to the remote viewers division. Their work is invaluable to the force. Wow, können wir sie anfordern? Was für übernatürliche Fähigkeiten haben diese Leute? None, because they don't exist. Das ist ja total enttäuschend. Ich dachte, es gäbe wirklich eine Abteilung Fernwahrnehmung. There isn't, but we should still access this container.
Wie bekommen wir das Schloss auf? We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, Oder, Lieutenant? or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. Okay. Neuer Auftrag dazu bekommen. Wird ganz schön voll hier. Ich meine, für die Zigaretten und Rauch ist dies natürlich jetzt eher eine Kleinigkeit, aber für den Alkohol und Trinken auch, aber ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So, sprechen wir mal den Jungen an. Oder ist es auch ein Mädchen? Kuno's got this. Ne, ist ein Typ. Der Junge, der Steine auf die Leiche wirft, kann nicht älter als 12 sein. Oh yeah, nappa gumpy, Kuno! Schreit das andere Kind hinter dem Zaun. Hey Kleiner, wir müssen reden, polizeiliche Angelegenheit. Hättest du bitte kurz Zeit für mich? Damit will ich mich jetzt nicht beschäftigen. Dann nehmen wir das erste. Right in the dick, Kuno! Get him right in the dick! Die Kinder ignorieren dich. It's love it in the dick. The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. Augenblick mal, was bedeutet das? Hör auf, an meinem Tatort Steine zu werfen. Hör auf, an meinem Tatort mit Schimpfwörtern um dich zu werfen. So läuft das nicht. Hör auf, Steine zu werfen. Kuno, yeah! Right in the mouthhole! Alter. They pay you no heed or pretend not to notice you. Shits himself. The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Dass er von sich in der dritten Person redet, das zeigt eigentlich auch schon alles. Kim, was sollen wir machen? Seid ihr Kinder Geschwister? Hör mal, ich habe ein paar Fragen an dich. Kim. We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. Ich weiß, was sie meinen, aber wir haben hier kaum eine Wahl. Was für Naturgewalten. Okay, wir haben keine Ahnung. Just take it easy. Sagt er mit einer Vorsicht, die fast übermäßig scheint. Seid ihr Kinder Geschwister? The fuck are you talking about? Er wirft einen weiteren Stein. He's calling us Kuno! He says we're fucking each other! Oh Mann, hör mal, ich habe ein paar Fragen an dich. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Die Leiche, was weißt du über sie? Shitload pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno! Du flüsterst. Kim, helfen Sie mir mal weiter. Was wollen wir wissen? If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. The usual. You have no idea what the usual is. Just ask whatever comes to mind. Weißt du, wer er war? Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. Das ist so nicht hilfreich einfach. End of conversation. Very strong. You should be this stoic. Hast du jemand Verdächtiges gesehen? Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty, Kuno! Okay, reden wir über was You're anderes. testing Kuno's patience here. Get lost, Okay. Dieser Tatort. Oh shit, ich habe aus Versehen ein Item genommen. Egal. Okay, dieser Tatort. Spielt ihr Kinder oft in diesem Hof? Right, pig? This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it? Chuchu, okay. Was befindet sich da drüben im Gewächshaus? Dunno. Kipta's gardener used to work there. Okay, Moment mal, die Gärtnerin hat früher da gearbeitet. Moment, was meinst du? Kippte? Meinst du die junge Frau beim Whirling in Rags, diese Gärtnerin? Okay, früher. Yeah, that's what Kuno said. She couldn't handle the heat, so she took off. Kuno can take it. Shit's nothing to Kuno. Gott, was meinst du, kippte? Look it up in the library. Kuno's not a fucking dictionary. Fucking small brain. Kuno means the gardener, alright? Oh Gott, meinst du die junge Frau? Look, Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit.
Ja, du redest eine ganze Menge Scheiße, Junge. Er sieht dir in die Augen und nickt, als würde er sich selbst zustimmen. Okay. Ich hätte mich gefragt, was es mit diesem Müllcontainer auf sich hat. Don't be wondering about Kuno's shit, pig. Irgendein Gefühl sagt mir sehr deutlich, dass da etwas Wichtiges drin ist. Etwas, das ich finden muss. Fuck does Kuno care about your hunch? That's your shit. You figured it out. Okay, reden wir über was Yeah, anderes. whatever. Kuno doesn't give a shit. Ich muss das einfach fragen. Wer ist Kuno? Kuno's Kuno, pig? Der Junge zeigt mit beiden Daumen auf seine Brust. Kuno. Primal. Violent. Kuno hört sich an wie ein Name für einen tollwütigen Hund. Du redest also in der dritten Person von wie ich es gesagt habe. Kuno, ist das eine Art Bandenname? Verstanden. Ich habe noch eine Frage. Und ich nehme das erste. Yeah, think about it. Think about that rabid Kuno shit. Aber ja klar, dass er mir zustimmt. He seems glad someone understood what he was going for. But right as he's getting distracted, you hear a malevolent hiss from behind the fence. Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Das Etwas hinter dem Zaun beginnt zu schreien, schrill und heftig wie ein Feueralarm. Help! Pig's got Kuno! Help! Rape! Gott. Das Geräusch wird lauter, als das Kind in Richtung der Fenster schreit, die auf den Hof hinausgehen. Help! He's got the Kuno, help! Ich mache doch gar nichts, seht ihr? Everybody, please! He's digging his dick out! Du fuck. Escalate, Kuno! His dick is out! You're afraid! Pig's in there, Kuno! Somebody, please! Jetzt brüllt er wie am Spieß. Der Wind trägt die Nachricht in jede Ecke von Martinez. Was soll dieses lächerliche Schmiertheater? Wer hat dich darauf gebracht? Körperapparat. Oh, du bringst ihn zum Schweigen. Du schlägst ihn nicht. Das ist eine schlechte Idee. Ach komm, wir treiben das noch ein bisschen weiter. No! Get off, Kuno, you sick fat fuck! Wer hat dich darauf gebracht? No one. Kuno's doing this because he likes it, pig. This is where Kuno establishes dominance over you. Wow. The pig's gagging him! Kuno can't speak! Irgendwer musste diesen Floh ins Ohr gesetzt haben. You put him up to this yourself when you decided to talk to him in the first place. Wie recht Kim hat, wie recht er hat. Listen to your friend. Kuno rotzt auf den Boden. Der Schleim ist gelblich und irgendwie blubbert er. Okay. Kim, ist das ihr Werk? Yeah, we're all in this together! The banana goes losing it! What? The lieutenant doesn't even shrug. Help! The RCM is trying to fuck us! Ach, Hilfe. Okay, du schlägst ihn... Ja, nee. Du schlägst ihn nicht, das ist eine schlechte Idee. Look. Kuno flüstert noch leiser als zuvor, verschwindend leise. I know you wanted to hit me. You got that I'm gonna fuck that Kuno up look. The Kuno's dad gets. The murder look. The rage look. Nein. Ja, aber ich habe es nicht durchgezogen. Es war nur eine Fantasie. Ja, wie kann ich wieder dahin zurück? Ich will wieder zu diesem Gedanken zurück. Woher weißt du das? Du kannst mir doch nicht in den Kopf schauen. Du flüsterst. Kannst du meine Gedanken lesen, Kuno? Ich nehme mal das. It's good you said that. Here it is. Here we go. Kuno likes this. Er fängt wieder an, mit heraushängender Zunge herumzuhüpfen. Ja, nein, ich habe meine Meinung nochmal gegeben. Oh no! You pussied out again. Shouldn't have done that. Kuno's gonna bitch you out now. Kuno's gonna sublet you. Oh Gott, er wird wieder lauter. Pass you around like candy, fat boy. Pass your fat ass around. King Kuno! Backing up was a bad idea. Now he thinks he's established dominance over you. Ja, das habe ich mir auch schon gerade gedacht. Kuno turned you into his prison, bitch! You're gonna be in this shit with Kuno! No, you're not. We can just leave.
Bitch, you're gonna be in this shit with Kuno forever. Das Ungeziefer mit Pipo lässt ihn nicht ausreden. Ende. We can just leave. Ja, Kim hat recht. Gucken wir uns den Baum an. Diese Kinderleiter ist im schlechten Zustand, aber noch benutzbar. Wie wär's? Kannst du mal hochgehen? Geht nicht, schade. Was haben wir hier? There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Oh, mein visuelles Kalkül ist echt schlecht. Das ist eine weiße Würfel pro unwiederholbar. Ich probiere es einfach mal. What do you think you are? A super detective? You're hungover. These are just dents in the mud. No pattern emerges for the time being. Ja, direkt Moral wieder verloren. Mensch. Okay, was für Stiefel? Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails all over the yard. Okay. What are you? Super Detective. Gibt's hier noch irgendwas am Tatort in der Nähe? Diese Kiste. Ah, das Kram drin. Das nehme ich doch. Da kann ich gleich mal wieder Moral herstellen. Oh, ich habe Geld gefunden. Sehr schön. Okay, schauen wir uns jetzt endlich mal die Leiche an. Das ist mein Ziel jetzt schon seit 2 Folgen. Ich bin jetzt in der 3., also ja. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. Du siehst auf den Boden. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Wow. Mein Gott, was ist das denn? Warum stinkt das bloß so? Ausdauer, legendär. Du lässt deine Nase los, ohne dich zu übergeben. Ich glaube kaum, dass ich das schaffe, aber ich probiere es. The smell is Yeah. repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you'd expected. More fever than odor. It fills your mind, flushing you from within. Du versuchst wegzugehen, du lässt es raus. Versuchen wir wegzugehen. Nicht geschafft. Tja, dumm gelaufen. Bin halt wirklich kein Super Detective. Too late. It's impossible to keep in. Your body curls and pushes it out, burst by burst, Burst by burst. until a pool of vomit lies under your feet, and your throat stings from the stomach acid. Meine Güte, es tut mir leid. Scheiß Leiche. Okay, meine Güte. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Danke, du bist den Mutter. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Meinen Sie, Ammoniak würde helfen? Gut, aber woher bekomme ich Ammoniak? Den Scheiß brauche ich nicht. There is Frit nearby, east of the hostel. They usually have a small apothecary. If they don't, Er zeigt auf das Gewächshaus. there's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. If she works here, she might have something for the smell. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Das ist sehr nützlich. Okay, ja, aber ich nehme jetzt natürlich noch die erste Antwortmöglichkeit. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. Ja, ich hab mich schon übergeben, also nochmal muss nicht sein, ne? He's about to blow. Cock's gonna blow, Kuno. Okay. Also um die näher anzugucken, brauche ich erstmal Ammoniak. Habe ich mittlerweile eigentlich noch Punkte gekriegt oder sehe ich das irgendwo? Ich glaube nicht. Passt schon. Also, was haben wir? Wir kriegen einen Gegenstand, das
Taschentuch vom Lieutenant. Und sonst nichts. Und untersuche die Leiche. Okay, besorge die bei der Gärtnerin oder in der Fritt-Filiale Ammoniak. So erträgst du es besser. Aber, ja, genau. Das mache ich beim nächsten Mal. Weil ich denke, das könnte noch etwas länger hin und her gehen. Aber, hey, wir haben es geschafft. Wir sind bis zur Leiche gekommen, trotzdem ich, keine Ahnung, überall rumgerannt bin und mit Leuten gesprochen habe, mit denen ich vielleicht nicht hätte reden sollen, so wie mit diesem kleinen, frechen Jungen. Kuno. Ja. Ist aber schon mal sehr interessant wieder bis hierhin. Und ich finde, dass man den Charakter so aufbauen kann, auch super interessant. Mein Vagabulle ist jetzt bei 55%. Ja. Ich meine, ich schätze mal, ich kann da noch mehr freischalten mit der Zeit, aber ich glaube, das dauert noch. Oder es kommt halt immer darauf an, wie ich mich entscheide. Das ist, denke ich, auch eher so eine Sache, wie man Antworten gibt, wie man sich verhält und so weiter und so fort. Also man hat super viele Möglichkeiten. Also ich finde so entscheidungsbasierende Spiele sowieso total interessant und sehr, sehr cool gemacht. Aber hier hat man wirklich extrem viele Möglichkeiten. Und dieses langsame Entfalten der Geschichte, das ist auch mega cool, weil man steckt wirklich in dem Kopf von dem Detective. Ohne irgendwie, ja, man macht nicht viel selber, weil das Innere ja auch mit dir redet. Das ist total cool gemacht. Aber gut, ich schweife hier ein bisschen ab. Wir wollen das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Auf jeden Fall geht es bald weiter. Dann auch mit der Leiche und mit Ammoniak, damit ich die Leiche überhaupt nochmal angucken kann. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!